Honeycomb Aeronautical legt nach. Der Hardwarehersteller für Flugsimulationen bringt ein neues Yoke auf den Markt. Doch diesmal heißt das Zauberwort Light. Weniger Schalter, weniger Preis, weniger Schnickschnack, aber trotzdem ein vollwertiges Steuerhorn für die virtuelle Fliegerei. Für wen lohnt sich das Alpha Flight Light? Was kann es wirklich und wo muss man Abstriche machen? Genau das schauen wir uns hier in diesem Video gemeinsam an. Bevor wir voll einsteigen, möchte ich an dieser Stelle aber ganz gerne noch ein fettes Dankeschön für das starke Feedback zum letzten Video loswerden. Und keine Sorge, ich bleibe selbstverständlich dran, auch mit Blick auf den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 werde ich kommende Peripherie- und Hardware-Themen hier auf dem Kanal begleiten. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf Andiana TV. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das Alpha Flight Light wurde offiziell am 25. August 2025 vorgestellt und es richtet sich ganz klar an Einsteiger. Der Preis liegt bei 199 €, also ein gutes Stück günstiger als das normale Alpha Flight Controls oder gar die XPC-Version. Für viele ist das genau die Lücke, die Honeycomb bisher offen gelassen hat. Ein Yoke, das erschwinglich ist, aber trotzdem mechanisch solide. Dem Set liegt eine deutschsprachige Bedienungsanleitung bei, eine Befestigungsplatte samt Tischklammern für Tische von einer Stärke bis zu 5,5 cm, ein Verbindungskabel von USB-C auf USB-A 2.0 mit einer Länge von 150 cm, ein kurzes Verbindungskabel zwischen Yoke und Base sowie selbstverständlich das Steuerhorn selbst. Statt alles mit Knöpfen und Switch-Panels vollzupacken, konzentriert sich Honeycomb beim Light auf das Wesentliche. Steuern, trimmen, schalten. Nicht mehr, nicht weniger. Ein bisschen vergleichbar mit einem schlanken Segelflugzeug, kein Luxuscockpit, aber genug, um abzuheben. Das Alpha Light bietet einen 180° Rotationsweg mit einem Self-Centering-Mechanismus. Keine riesige Dead Zone, keine schwammige Rückstellung, sondern eine saubere, straffe Rückführung. Im Inneren arbeitet, genau wie bei den teureren Modellen, eine massive Stahlwelle, lineare Kugellager, umgeben von einer glasfaserverstärkten Struktur. Das heißt, auch wenn das Light günstiger ist, setzt Honeycomb nicht auf Plastikspielzeug, sondern bleibt bei stabiler Technik. Für uns Simmer bedeutet das saubere Steuerimpulse, präzises Anfliegen, vernünftige Kontrolle, also genau das, wo Gamepads oder Billig-Yokes schnell an ihre Grenzen stoßen. Als Eingabemöglichkeiten finden wir auf der linken Seite am Steuerhorn einen Point-of-View-Schalter, also den klassischen Blicksteuerungsknopf, dazu einen Zwei-Wege-Kippschalter sowie zwei Tasten. Auf der rechten Seite finden wir dann ebenfalls einen Zwei-Wege-Kippschalter sowie zwei Tasten. In Summe sind es also nicht massiv viele Schalter, aber genug, um Kamera, Trimmung, vielleicht noch Flaps oder Fahrwerk sauber zu bedienen. Wer mehr möchte, Lichter, Magnetos, komplexe Panels, der muss zum Alpha Original oder zum XPC greifen. Aber für den Einstieg reicht das Paket völlig aus. Die Befestigung des Yokes findet über eine Montageplatte statt. Die Platte selbst wird dann entweder mittels Tischklemmen für Tische, wie erwähnt, bis maximal 5,5 cm an entsprechenden Schreibtischen oder dergleichen angeklemmt, oder aber, und das ist für diejenigen, die ein Sim-Rig zu Hause stehen haben, man schraubt die Montageplatte ohne den entsprechenden Tischklemmen direkt in das Sim-Rig ein. Ganz wichtig, das Alpha Light ist auf PC und Mac ausgelegt. Xbox taucht hier in der Liste nicht auf und das unterscheidet es ebenfalls vom XPC-Modell. Für den Microsoft Flight Simulator 2020 gibt's echtes Plug-and-Fly, anstecken, loslegen. Für den Microsoft Flight Simulator 2024 liefert Honeycomb offizielle Profile und Button-Mappings, die man von der Produktseite herunterladen kann. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Dazu ist es beispielsweise unter anderem auch kompatibel mit X-Plane 11 und 12. Inwieweit und ob es zukünftig auch Lösungen für PlayStation geben wird, da der Microsoft Flight Simulator 2024 im Dezember auch auf Sonys Konsole landet, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos bisher nicht bekannt. Damit ihr euch einen besseren Eindruck zur Haptik des Ganzen machen könnt, hier ein paar Soundaufnahmen.
Das System wird vom Microsoft Flight Simulator 2024 sofort erkannt. Die Tastenbelegung könnt ihr euch nun, wie bereits erwähnt, entweder auf der offiziellen Homepage holen, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, oder ihr konfiguriert, wie ich hier in meinem Beispiel, komplett individuell. Als Anhaltspunkt kann man sich auch gerne hier an meinen hinterlegten Einstellungen orientieren. Für wen ist der Alpha Lite denn eigentlich nun also gedacht? Ganz klar, für alle, die vom Gamepad oder Joystick den nächsten Schritt machen wollen. Für Piloten, die erstmalig die Steuerlogik eines Yokes erleben wollen, ohne direkt 300 bis 400 € hinzulegen. Aber auch für Mac-User ist es spannend, weil Honeycomb hier offiziell Kompatibilität zu X-Plane bietet. Und für Simmer, die vielleicht ein kompaktes, günstiges Zweit-Setup suchen und auf gute Qualität, aber nicht verzichten möchten. Spannend ist auch, Honeycomb hat für dieses Jahr zusätzlich den Bravo Throttle Quadranten Lite angekündigt, eine abgespeckte, erschwinglichere Version des beliebten Throttle Quadranten. Und das wird eine richtig tolle Ergänzung zum Alpha Lite sein, weil man damit gleich ein komplettes Ground Setup für Schub, Klappen und Speedbrakes hat, ohne gleich in die ganz teuren Bundles einzusteigen. Natürlich gibt's auch Grenzen. Wer auf Konsole fliegt, kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos mit dem Lite nichts anfangen. Wer komplexe Flugzeuge steuert, wird zusätzliche Panels vermissen. Und wer absolute High-End-Präzision sucht, fliegt mit Hall-Sensoren besser. Aber genau diese Lücke möchte der Lite ja schließen. Er möchte nicht beispielsweise das Topmodell XPC ersetzen, sondern den Einstieg an PC und Mac ermöglichen und das Ganze in bestmöglicher Qualität zu diesem Preis. Wer das Thema dann noch ergänzen möchte, hat bereits jetzt mit dem Bravo Throttle die Möglichkeit dazu oder später dann mit dem Bravo Throttle Lite. Und auch Rudder Pedals lassen sich hier selbstverständlich in das heimische Setup jederzeit integrieren. Wenn wir die 3 Alpha Yokes von Honeycomb hier einmal vergleichen, dann haben wir im Alpha, ich nenne es mal Original, das komplette Switch-Panel, Magnetos, Avionics und Lichtschalter. Das XPC ist der Allrounder, läuft auf PC und Xbox, bringt Hall-Effekt-Sensoren mit sich und ist technisch die modernste Variante. Und das Alpha Lite setzt auf das Nötigste. Weniger Knöpfe, kein Panel, keine Konsolenunterstützung, dafür aber günstiger, kompakter und perfekt für den Einstieg. Man könnte also sagen, der Lite teilt sich die gleiche DNA und ist der kleinste der 3 Brüder. Er ist die Schwelle ins Cockpit. Er bringt genug Realismus, um den Unterschied zu spüren, präzise Mechanik, klares Feedback, 180° Rotation, aber ohne den hohen Preis. Für Einsteiger an PC und Mac ist er ein richtig guter Startpunkt. Wer mehr Schalter will oder auf Xbox unterwegs ist, muss zu den großen Brüdern greifen. Aber als erste Landung auf dem Weg ins Cockpit ist der Alpha Lite genau das, was viele gebraucht haben. Und jetzt interessiert mich, was sagt ihr? Ist der Lite für euch interessant? Oder spart ihr lieber auf die hochpreisigeren Modelle? Schreibt mir dieses sowie Fragen und Ergänzungen zum Thema in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Hier gibt es regelmäßig neue Inhalte rund um den Microsoft Flight Simulator und die virtuelle Fliegerei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.